Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es ganz kurz ein bisschen um den M2 und zwar möchte ich heute einfach nur testen, ob ich die Felge von der Hinterachse, nämlich die 19 Zoll Felge mit einer 10er Breite, ob ich die auch vorne fahren könnte. Ich war ja in Dijon und es sind wieder die bekannten Probleme bei mir aufgetreten. Das heißt, beim Einlenken in meinen schnellen Runden ist es einfach so, dass der Vorderreifen entweder nicht genug Auflagefläche hat oder einfach nicht breit genug ist. Bedeutet, er fängt halt an, über die Vorderachse zu schieben bzw. auch zu rubbeln. Das ist jetzt hier gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, Dijon bin ich nicht so super viel gefahren. Aber was dann eben passiert ist, dass sich hier diese Flanken, also diese Kanten von den Kerben, die stellen sich auf. Das heißt, das wird dann hier wie so ein Waschbrett, weil hier so eine Wurst entsteht an jeder Kante. Und durch diese Würste beim Kurvenfahren entstehen dann eben relativ starke Vibrationen, die mir so ein bisschen das Vertrauen nehmen. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich jetzt mal probieren. Vorne ist es, glaube ich, ja eine 9 Zoll Felge und hinten ist es 10. Also hinten bin ich mir sehr sicher, dass es 10 ist. Vorne, vielleicht muss ich mich da auch im Videoschnitt korrigieren, aber ich glaube, es ist eine 9er. Und wenn wir uns da jetzt so seitlich mal hinstellen, dann sehen wir haben hier eigentlich noch relativ viel Platz. Also ich hole gleich mal ein Messband, um zu gucken, wie viel das ist, aber hier hätten wir noch Platz. Frage ist dann eben, ob die Felge von der Hinterachse, die 10er, ob die direkt hier vorne passt oder ob ich noch eine Spurplatte oder irgendwas brauche, wie die Freigängigkeit zum Dämpfer ist und so weiter. Das will ich jetzt heute einmal testen, indem ich, wie gesagt, einfach die Felge hinten löse, die Felge vorne löse und dann einmal versuche zu tauschen. Ist ja vielleicht auch für euch ganz interessant, wenn ihr das dann machen wollt. Und der nächste Schritt wäre dann eben zu klären, ob das mit dem TÜV vereinbar ist, dass ich sozusagen hinten und vorne jeweils eine 10er Felge fahre und eben nicht mehr auf Mischbereifung gehe, sondern dann eine Reifengröße. Hinten bin ich jetzt bei 2,75, das heißt, dass ich dann vorne auch 2,75 hätte. Und ich hätte gesagt, ich bock das Auto jetzt mal hoch auf die mobile Hebebühne, dann nehmen wir die beiden Felgen ab, messen und schauen mal, was passiert. Ich messe jetzt aber vorher nochmal, wie viel Platz denn da zum Kotflügel oder beziehungsweise zur Kotflügelaußenkante ist. So, jetzt habe ich mal ein Maßband geholt. Schauen wir mal, wie viel Platz wir da haben. Wenn ich das jetzt hier so ansetze, dann, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann mit dem Winkel, aber wenn ich das mache, dann habe ich da gute 2 cm Luft. Das heißt, die 10er Felge müsste zumindest jetzt hier von der Außenkante passen. Wie es dann innen ist, muss ich gleich mal prüfen. Ich bock das Auto jetzt hoch und dann schauen wir uns das mal an, wenn es hochgebockt ist und nehmen die Felgen ab und tauschen. So, ich habe die Felgen jetzt gelöst, vorne und hinten, habe ihn jetzt hochgefahren und was ich jetzt mache, ist einmal messen, wie viel ich innen am Reifen zum Dämpfer, also zur Dämpferstange frei habe, damit ich das vergleichen kann. Wir haben ja hier Abstand zwischen Reifen und Dämpferstange. Das werde ich jetzt mal messen, da muss ich eine Lampe holen, weil sonst sehe ich nichts und ihr auch nicht. Und wenn ich das gemessen habe, dann nehme ich beide Felgen einmal ab und versuche die mal zu tauschen. Ich hätte ja auch, wie gesagt, für so ein erstes Probefitting der hinteren Felge vorne, hätte ich auch noch eine kleine, ich glaube 10 oder 15er Spurplatte. Muss ich halt jetzt mal schauen, wie das fittet, ob das fittet. Vielleicht habe ich ja Glück und es geht direkt und dann hätten wir alle eine tolle Möglichkeit, vorne und hinten die Originalfelgen zu fahren, eben dann vorne und hinten die Felgen von der Hinterachse, aber eben mit entsprechend breiten Reifen. Das wäre doch eine coole Geschichte. Ich hole jetzt mal eine Lampe. So eine Lampe habe ich. Jetzt schaue ich mal, ob ihr dann auch was seht, wenn ich euch da hinschiebe. Ja, ihr seht das schwer. Ich sehe das schwer. Ich denke, ich muss mich drunter legen und da mal messen. Das mache ich mal kurz ohne Kamera und dann sage ich euch den Wert. So, ich habe das Rad jetzt mal eingeschlagen. Ich hoffe, man kann das sehen. Also ich habe jetzt hier so, je nachdem, wenn ich jetzt zur Dämpferstange messe, so 2,5 cm, also um safe zu sein 2. Wenn ich vom Reifen bis zu dem Teller messe, also zu dem Verstellteller, dann sind es eher 1 cm. Ja, also zwischen 1 und 2 cm. Das ist das, was Abstand ist. Jetzt hätte ich gesagt, stecke ich die Reifen mal um, beziehungsweise Felgen und Reifen und gucke mal, was passiert. Aber ich denke, auch hier kann man das jetzt schon. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht viel gefahren in Dijon, aber man sieht einfach mein Problem. Wahrscheinlich überfahre ich das Fahrzeug, aber ich würde halt gern ein bisschen schneller, deswegen brauche ich irgendwie mehr Reifen.
So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier jetzt mal den Hinterreifen montiert, also die Felge von hinten. Habe jetzt eine Spurplatte gebraucht. Ohne Spurplatte liegt der Reifen ganz leicht an. Also ja, wie gesagt, wenn es 10 mm mehr Platz gewesen wären, hätte ich keine Spurplatte gebraucht, aber so brauche ich eine Spurplatte. Jetzt gucken wir gleich auch, wie das Verhältnis zum Dämpfer ist, ob es ähnlich ist wie vorher oder anders. Weil wenn das Verhältnis jetzt im ausgefederten Zustand ähnlich ist wie vorher, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dann passt das so. Und das nächste, was kritisch werden könnte, aber nicht kritisch ist, Reifen ist abgedeckt, sitzt auch super schön jetzt hier im Rathaus. Also das wäre echt klasse, wenn das jetzt hinten am Dämpfer ähnlich aussieht wie vorher. Und dafür drehen wir jetzt einmal das Rad. Was ich natürlich dann auch brauche, sind längere Titanbolzen. Die hier sind jetzt tatsächlich zu kurz für die Verwendung mit der entsprechenden Spurplatte. Da haben die nicht genug Gewindegänge. Da muss ich dann gucken, dass ich die Titanbolzen ein bisschen länger kriege, wenn ich das umbaue. Aber jetzt schauen wir erstmal am Dämpfer, wie das aussieht. Brauche ich beide Hände im Moment. So sieht das jetzt aus hier am Dämpfer. Also da ist auf jeden Fall weniger Platz als vorher. Aber ich hätte gesagt, es sollte genug Platz sein. Ach, das ist halt hier ist es schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bräuchte man wahrscheinlich ein bisschen mehr Spurplatte. Ja, also hier. Ach super, und der Bremsschlauch ist schon wieder aus der Verankerung gerutscht. Ich hasse es, das muss ich auch gleich machen. Ja, ansonsten hier an der Seite. Also hier geht er gut vorbei, der Reifen, aber ich glaube da hinten schleift es dann ein bisschen. Aber hier geht er ganz knapp vorbei. Jetzt schauen wir mal, wie sich das hier vorne verhält. Das scheint auch zu gehen. Okay, ja, also prinzipiell hätte ich gesagt, ist das machbar, wenn man, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Spurplatte nimmt. Also ich denke mal 5 mm Spurplatte mehr. Dann müsste die Freigängigkeit passen. Und die 5 mm, die haben wir hier auch noch. Das sollte auch noch gehen. Okay, ich messe jetzt mal ein bisschen unterm Auto in Ruhe. Und dann gebe ich euch nochmal Feedback, was ich jetzt gemessen habe. Und wenn ich drunter liege, wo ich vielleicht noch was sehe, das was schleifen könnte. So, ich habe jetzt in Ruhe noch mal ein bisschen kontrolliert und gemessen. Also prinzipiell ist jetzt mit dem angefahrenen Reifen auf jeden Fall Freigängigkeit da. Jetzt schleift es nirgends, weder vorne im Rathaus noch entsprechend hinten im Rathaus noch am Dämpfer. Aber es ist natürlich relativ wenig Platz. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, nur diese Distanzscheiben gehabt. Und diese Distanzscheiben sind jetzt 10 mm. Bedeutet, mit einer 15er Scheibe sollte das wirklich problemlos gehen. Wo ich mir halt jetzt noch ein bisschen unsicher bin, ist diese Stelle. Achtung, schaut mal. Ich mache jetzt mal Licht hin, sonst sieht man das ja nicht. Seht ihr das, wie eng das da ist? Also es geht vorbei und es berührt auch nicht. Es passt jetzt noch so ein Papier dazwischen, aber der Reifen ist ja angefahren. Bedeutet, bei einem neuen Reifen würde es dort wahrscheinlich schleifen. Heißt, man müsste hier wahrscheinlich ein bisschen was wegnehmen. Hier vorne. Ist deutlich mehr Platz. Man sieht natürlich auch wieder nichts so. Also hier ist deutlich mehr Platz. Da habe ich auch kein Bedenken mit einem neuen Reifen. Einziger, ja, sage ich mal, Punkt, den ich jetzt noch klären muss, ist mit einer 15er Distanzscheibe, wenn ich hier eine 15er Distanzscheibe ranmache, ob dann oben der Platz zum Dämpfer gut genug ist oder halt ja noch ein bisschen mehr Platz da ist. Momentan ist mir das zu eng. Und ob halt dann, das ist halt das Risiko, aber das lässt sich lösen, wenn man einen neuen Reifen hat, ob der hier gegebenenfalls schleifen würde. Das heißt, da müsste man gegebenenfalls die Kante ein bisschen bearbeiten. Ansonsten sehe ich tatsächlich keine Probleme. Also jetzt rein von der Passgenauigkeit, die 10er Felge auf der Vorderachse zu fahren. Und jetzt muss ich mit meinem TÜV-Prüfer sprechen, ob das möglich ist. Dann bestelle ich mir eine 15er Distanzplatte und probiere das Ganze nochmal. Und wenn das geht, dann gibt es demnächst irgendwann ein Folgevideo, wo ich mir 2 neue von diesen Felgen kaufe mit 10er Tiefe und wir dann vorne die gleichen Reifen montieren wie hinten. Insofern sind wir für heute durch. Wie gesagt, ein kurzes Video. War jetzt nichts Spannendes, nichts Weltbewegendes, aber ich dachte mir, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der ähnliche Probleme hat oder halt auch gerne, sag ich mal, breitere Reifen an der Vorderachse fahren möchte.
Also ich hätte jetzt gesagt, von dem, was ich jetzt hier sehen konnte, gemessen habe, mit einer 15er Distanzplatte, sollte das machbar sein. Wie gesagt, wenn es da unten an der Ecke ein bisschen schleift, muss man halt da die Ecke ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine Probleme für den Fahrbetrieb. Und man darf ja nicht vergessen, ich fahre hier sehr, sehr viel Sturz. Ja? Bedeutet, der Reifen ist ja jetzt auch maximal Richtung Dämpfer gekippt. Theoretisch könnte man auch ein bisschen Sturz rausnehmen, um dieser Sache entgegenzuwirken. Ne? Also nur als Information für euch. So, insofern, wie gesagt, war es das fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich baue jetzt wieder zurück, befestige den Bremsschlauch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.